Der Schießkommandant fährt nun seine Chronik aus und vermisst sein Ziel. Der Zielhang liegt zu ihrer rechten Seite beim Hügel am Horizont. Mein Name ist Tenzin Namdark. Ich arbeite als Chirurg am Kantonsspital und im Militär bin ich Abteilungskommandant von der Artillerieabteilung 16. Das heisst, meine Verantwortung ist, meine Leute zu führen in einem Einsatz, aber auch für die Ausbildung zu schauen, dass die organisiert ist und koordiniert ist. Die besten Bedingungen zu schaffen für meine unterstellten Kommandanten und für meine Soldaten und Soldatinnen, die mir unterstellt sind, auf der einen Seite. Und auf der anderen Seite aber auch zu schauen, dass wir, wenn wir gebraucht werden, bereit sind. Meine Eltern stammen aus Tibet. Sie haben in Tibet an verschiedenen Orten gelebt damals, weit auseinander. Aber in den 50er Jahren hat China Tibet überfallen und besetzt. Und auch der Widerstandskampf der Tibeter hat nach mehreren Jahren dann noch einen Nichterfolg gehabt. Weil das Militär war sehr schwach von unserer Seite her. Und wir waren nicht bereit gewesen. Wir haben dann schon gekämpft, aber mit Hinterladergewehr, mit Pulverdinen teilweise oder mit einfachen Gewehren und Schwertern gegen die kampfvertobten Truppen der Rotchinesen, die jetzt gerade den Bürgerkrieg gewonnen haben. Es ist dann so weit gekommen, dass Tibet fast ganz besetzt war und dann nachher noch der Dalai Lama, unser politischer Führer damals, dann nachher bedroht worden ist von den Chinesen und die Bevölkerung in der Hauptstadt, dort wo er war, hat dann nachher einen Volksaufstand gemacht. Das war 1959. Und der Volksaufstand ist von den Chinesen blutig niedergeschlagen worden mit Artillerie unter anderem und schweren Waffen hat man dann rund um die Stadt herum dann nachher die eingekesselt und auf die Zivilisten geschossen, die dann dort rumgestanden sind. Sind sehr viele Leute gestorben. Man schätzt etwa 12'000 Menschen, die dort das Leben verloren haben. Und dann hat das dann nachher zu einem grossen Flüchtlingsstrom geführt. Also gross ist immer noch relativ. Weil von diesen 6 Millionen Tibeter sind vielleicht etwa 120'000 dann nachher geflohen, weil die anderen gar nicht mehr rausgekommen sind. Und in dieser Zeit, nachdem das Paper passiert ist, musste auf der einen Seite mein Vater dann flüchten. Er war dort ein junger, angehender Mönch im Osttibet, der bei einem hohen Lama gearbeitet und gelebt hat. Das sind die religiösen Lehrer. Und ist mit ihm dann geflogen auf Indien. Und meine Mutter ist einen anderen Weg gegangen. Ihr Vater war Schafzüchter in einem kleinen Dörfli, hat dann auch noch ein religiöses Amt inne und ist dann eben auch in einem Vorabend dann mal von jemandem, der früher mal geholfen hat, der dann bei den Chinesen dann nachher mitgearbeitet hat als Soldat, dann nachher noch gewarnt worden, du bist als Nächster dran am Morgen, du musst jetzt flüchten. Und dann sind sie eben auch geflogen und dann das, was sie selber tragen, zusammengepackt. Und sind dann nachher aber auch zu Fuß geflogen über Bhutan auf Indien und dann nachher auf Indien gekommen. Und das Erlebnis, das ihr noch geblieben ist, was sie mir erzählt hat, ist, dass sie als kleines Mädchen, 6, 7, dort nachher noch überall am Strassenrand die Feuer gesehen hat. Und das sind keine normalen Feuer, sondern man hat Feuerbestattungen von den Verstorbenen durchgeführt, die auf der Flucht aufgrund von Krankheiten und Erschöpfung dann nachher nicht überlebt haben. Und dann hat die Schweiz in den 60er Jahren die Initiative gehabt, um tibetische Flüchtlinge aufzunehmen. Unter anderem das Rote Kreuz hat mitgearbeitet und auch meine Heimatgemeinde Samaden hat dann sich zusammengetan dort unter der Leitung vom damaligen Gemeindepräsidenten Herr Lazzarini und hat dann das als Gasthaus gepostet und dann zu einem sogenannten Tibeterheim umgebaut und dort Flüchtlingsfamilien aufgenommen. Und das war eine gute Integration. Die Leute, die angekommen sind am Anfang, sind ja wirklich von der Gemeindebevölkerung empfangen worden mit Dorfmusik und allem drum und dran, haben dann schnell Arbeitsstellen gefunden und sind gut integriert worden. Und dort in diesem Tibeterheim haben sich mein Vater und meine Mutter auch getroffen und dann kennen und lieben gelernt. Wir sind einmal nach der Matur 1997 nach Tibet gereist, mit den Eltern und mit den Geschwistern, weil sie uns einmal noch zeigen wollten, wo sie hergekommen sind. Mit dem Schweizer Pass war das gut möglich gewesen. Dort haben wir das Visum beantragen bei den Chinesen in der Botschaft und dann können einreisen.
Es war aber ein sehr spezielles Erlebnis gewesen, weil es ein besetztes Land ist. Also das haben wir schon gemerkt beim Einreisen nachher an der Grenzstadt in China zu der Region von Tibet sind dann 2 Sicherheitsbeamte im Hotel drin, chinesische, in Zivil. Haben perfekt Tibetisch geredet mit uns und über jeden von uns Bescheid gewusst. Haben gewusst, die hat die und die Lehre gemacht und der schafft ja dort, gell, sie. Einfach so zum zeigen, wir wissen, ihr seid da und wir haben euch im Auge. Die Reise selber war auf der einen Seite natürlich schön, um zu sehen, wo meine Eltern hergekommen sind, ein paar von den überlebenden Verwandten noch zu treffen und zu sehen, wie die leben und relativ einfach leben tun. Auf der anderen Seite aber auch sehr traurig, weil man hat die ganze Besetzung gespürt. Es hat überall Kontrollen gegeben, man hat gewusst, da wird man überwacht, die Kameras sind überall gewesen. Auch in den kleinsten Dörfern am Morgen oder am Abend sind dann die kommunistischen Sprechchöre über die Lautsprecher eingeschaltet worden. Man hatte keine Stille gehabt, man ist dann die ganze Zeit da quasi berieselt worden. Und in der Hauptstadt, wo wir waren, haben wir dann am Abend gesehen, wie die Besatzungstruppen dann nach einem Ausgang hatten, im Dunkeln und dann gekommen sind. Auch an gewissen Städten, wo wir waren, haben wir erfahren, dass vor kurzem erst wieder Leute umgebracht worden sind. In einem Kloster zum Beispiel haben sie uns erzählt, wie wir die Sprache können haben, dass dort gerade vor ein paar Tagen erst wieder Mönche zusammengetrieben haben. 1, 2 sind dann erschossen worden. Und was auch markant war, ist, dass die Chinesen, die dort angesiedelt worden sind, es hat ja viele Chinesen, die dort ins Land reingekommen sind, um zu arbeiten können, und die verdienen ein bisschen mehr Lohn, weil es ein bisschen schwieriger ist in dieser Höhe. Wie es mit den Tibetern umgegangen sind, wie Menschen zweiter Klasse in einem Laden oder so. Wenn ich mit den Verwandten dort war, hat man einfach gesehen, dass die nicht so viel von den Tibetern halten. So ein bisschen analog zu den Barbaren quasi sind. Die haben keine Kultur und die schätzen nicht, was wir machen. Und dabei ist es dein eigenes Zuhause, wo du leben würdest. In der Rekrutenschule motivieren, in dem Sinne, zu meiner Zeit war es ja noch nicht wirklich freiwillig, haben alle müssen. Ich war dann in einer speziellen Situation, dass ich dann während der Rekrutenschule, wo ich ein Zwischenjahr eingeleitet habe, um es machen zu können, dann erfahren habe, nach 2 Wochen, dass ich eigentlich untauglich gewesen wäre, aufgrund von meiner Fehlsichtigkeit. Das haben sie mir vorher nicht gesagt. Und dann musste ich mir überlegen, will ich Militärdienst machen oder nicht. Weil de facto bin ich eigentlich untauglich gewesen. Und dann bin ich einer von wenigen gewesen. Ich glaube, alle anderen haben einen anderen Weg gesucht, die dann in die Kommission müssen, um entscheiden, ob man diensttauglich ist oder nicht. Wie gesagt, die meisten wollten weggehen vom Militär. Und die haben mir dann in dieser Zeit müssen überlegen, warum mache ich eigentlich Militärdienst? Soll ich jetzt gehen? Es war auch streng und alles. Oder soll ich einen Weiterdienst machen? Und aufgrund von der Geschichte, die wir erlebt haben, als Leute, die Tibeter sind, die das Land verloren haben, habe ich mich dazu entschlossen, zum Militärdienst zu machen. Aus Überzeugung, damit ich dann noch etwas Schlimmes verhindern kann in der Schweiz. Dass es nicht das Gleiche noch mal passieren könnte, dass man das Land verliert oder seine Freiheit verliert. Motiviert, um im Militär weiterzumachen oder Karriere zu machen, hat mich die Überzeugung, dass ich mein Bestes geben möchte, soweit ich kann und geeignet bin. Und so wie ich mich dazu entschlossen habe, damals, dass ich Militärdienst machen tue, obwohl ich nicht hätte müssen, habe ich mir einfach selber gesagt, soweit es mich braucht und ich geeignet bin, mache ich das, was ich kann. Und das hat mich jetzt auf den ganzen Weg gebracht, vom Soldat zum Unteroffizier, zum Offizier, zum Kommandant von einer Batterie und dann zum Generalstabsoffizier und weiter jetzt zum Abteilungskommandant. Und in dem Sinn bin ich jetzt Karriereleiter, wenn man so will, aufgestiegen, aber nicht für mich selber, sondern unter Sache zu dienen zu dürfen.
Wir trainieren jetzt natürlich sicher die Verteidigung. Das ist unsere Aufgabe. Das ist die komplexeste Aufgabe, die man machen kann. Und wir sind bereit, am Schluss dann noch das Feuer zu liefern, sodass wir allenfalls dann im Ernstfall dann noch einen Verteidigungskampf führen könnten. Es ist eine sehr kurze Spanne von Zeit, die wir zur Verfügung haben. Die Soldaten sind 3 Wochen im Dienst. Das Kader ab Unteroffiziere sind eine Woche zusätzlich im Dienst und die Ausbildungsmodule vorbereiten für die Leute. Das sind alles Milizsoldaten, Unteroffiziere und Offiziere. All die dann die Ausbildungen nachher vorbereiten mit teils Unterstützung von professioneller Seite für die Simulationen am Simulator. Aber grundsätzlich geht es darum, dass man in diesen 3 Wochen Grundbereitschaft erstellen tut, sich ausrüsten tut und bereit ist, um einen Einsatz leisten zu können. Die 3 Wochen sind sehr kurz. Wir brauchen etwa eine Woche zum Auffahren, zum bereit sein, um die Grundlagen zu kennen. Und dann tun wir wieder das System Artillerie, das sehr komplex ist, verglichen zu einer Einheit, die sonst nur am Boden dann noch eine Stellung nehmen muss oder etwas. Wir haben Telekommunikation, Informatiksystem, die Übermittlung und die Geräte, die wir bedienen müssen, die sehr komplex sind. Die müssen wir dann auf eine Flughöhe bringen, dass wir einigermaßen wieder funktionieren können. Und kaum sind wir einigermaßen so weit, müssen wir dann schon wieder das Material wieder abrüsten und abgeben. Das braucht auch wieder eine halbe Woche. Also die Zeit ist sehr knapp. Nebst dem sind wir immer bereit, als Bereitschaftsformation Hilfseinsätze zu leisten. 2005 bin ich als junger Batteriekommandant in einen Katastrophenhilfeinsatz geschickt worden im Berner Oberland. Das war im August. Es hat schwere Niederschläge gegeben und zu Erdrutschen geführt, dort, wo in der Region Eudiemtigen und in der Region Brienz dann noch eine grosse Schäden angerichtet haben, Häuser mitgerissen haben und in Brienz sind auch 2 Frauen verstorben. Ich bin dort damals eingerückt in den Dienst, ganz normal, für einen Ausbildungsweg in der Region von Bière. Und dann sind wir notfallmäßig dort mobilisiert worden, um wirklich über Nacht, auch mit den Mitteln und mit den Fahrzeugen, dort in die Region zu gehen, um die Zivilen zu unterstützen. Wir sind dort, um auf der einen Seite die Sicherheit vor Plünderungen sicherzustellen. Das heisst, es hat Leute gegeben, die in den Dörfern sind und Sachen geplündert haben. Auf der anderen Seite haben wir die Schäden am Boden beseitigt, in dem Sinne konkret, dass wir einfach Schlamm entfernt haben, die Strassen gangbar gemacht haben und so weiter und Murgänge dann noch quasi geräumt haben. Gut, retablieren. Sichere Schussabgabe drüber. Feuer frei! Wir sind ja jetzt im April 2022. Seit dem 24. Februar ist der Krieg in der Ukraine und wütet dort. Es sind viele Menschen, die gestorben sind dort schon. Die russische Armee scheint vor allem auch das Kriegsvölkerrecht nicht zu respektieren und dort auch Zivilisten angreifen. Wir haben vorgestern erst von dem Massaker in Butscha erfahren und dann das natürlich in den Medien 1:1 mitgenommen. Wir haben die Situation selber einfach, weil wir militärisch ein bisschen natürlich interessierter sind und sicherheitspolitisch eigentlich schon seit dem letzten Jahr enger beobachtet. Und das ist natürlich eine sehr schwierige Situation für die Menschen dort und wir denken natürlich häufig an die. In dem Sinn würde ich sagen, der ganze Dienst hat eine andere Note. Es ist ein bisschen eine ernsthaftere Stimmung da bei den Leuten und man ist überzeugter als sonst, was man auch schon war, dass es notwendig ist, um den Dienst zu machen. Ja, Leitgeschütz, das ist 3. Neue Zuweisung! Es kommt jetzt ein neuer Feuerbefehl. Du kannst an die schon mal durchgehen. Ohne das Milizsystem würde die Schweiz
viel schlechter dastehen. Es gibt keine Pfadfinder, es gibt keine Rotkreuzfahrer. Ganz viele Sachen wären ohne Milizsystem nicht möglich. Auch die vielen Ortsfeuerwehren, die es gibt, die von dem leben tun. Also, das ist etwas, das wertvoll ist, wo man eigentlich Sorge haben sollte. Okay, sind Sie bereit? Ja. Erstes Mann, zweiter Mann, dritter Mann, vierter Mann. Das Milizsystem baut auf die Stärke der Schweizer Bevölkerung. Multikulturell, dualen Ausbildungssystem, Leute, die gute Ausbildungen haben oder motiviert sind und Fähigkeiten mitbringen. Und das ist ein extremer Gewinn für unsere Armee, wenn wir Milizoffiziere und Milizsoldaten haben. Oder? Wir sind, würde ich behaupten, geistig flexibler, auch zum Problemlösungen finden oder miteinander etwas zu machen, auch wenn es Situationen sind, die schwierig sind zum herauszufinden. Und das macht uns wirklich zu einer sehr starken Organisation. Und das Milizsystem lebt von dem, dass jeder seinen Beitrag trägt für das Ganze, auch wenn er nicht unbedingt einen konkreten Nutzen für sich hat, sondern einfach für das ganze Denken tut. Und das ist sonst auch eine Stärke der Schweiz, würde ich sagen. Waffe entladen! Also ich habe ja den Militärdienst, den ich mache, seit 1998, als ich in Crew war. Und ich war seither eigentlich im Dienst gewesen, auf allen Stufen. Als Soldat habe ich auch WKs gemacht, als Korporal einen WK gemacht, als Offizier einen WK gemacht, dann bin ich Kommandant geworden. Und die Armee hat sich schon sehr gewandelt. Es ist natürlich viel kleiner geworden, das ist ja so. Was auch noch ist mit dem Zivildienst, den man in der Schweiz eingeführt hat, wo man die Gewissensprüfung weggelassen hat. Früher hätte man mindestens sich artikulieren, warum. Und da habe ich absolut Respekt, wenn jemand aus religiösen oder ethischen Gründen keinen Dienst leisten möchte. Das ist ihm freigestellt. Mit der Änderung, die jetzt vor ein paar Jahren stattgefunden hat, dass man nur den Antrag stellen muss, um in den Zivildienst zu können, hat man die Schwelle sehr tief gehalten. Und wir verlieren sehr viele Leute, die den Dienst nicht machen möchten, sondern einfach irgendetwas haben, das jetzt auf die Dienstleistung schwierig ist. Ein konkretes Beispiel ist, wenn jemand ein Open Air gehen möchte und der vorgesetzte Militär sagt, nein, auf die können wir nicht verzichten, kann es auch schon passieren, dass er aufgrund von dem dann nachher sagt, ich möchte aus dem Militärdienst ausscheiden. Und für das ist der Zivildienst nicht gemacht. Das heisst nicht, dass es uns manchmal dann am Sonntagabend auch mir nicht anschliesst zum Backen und dann nachher in den Dienst gehen, auf meiner Stufe nicht. Das ist halt etwas, was unangenehm sein kann. Es ist ja auch nicht irgendwie etwas, wo man geht zum Spass hat, sondern es ist etwas, was streng ist. Aber mit dem, dass man jetzt einfach die Hemmschwelle so tief angesetzt hat, hat man wahrscheinlich auch viele Leute verloren, die sich dann nachher zum Dienst noch motiviert hätten. In der Pandemie, als ich jetzt im Spital tätig war, bin ich ins Pandemie-Management gekommen. Und dort musste ich in kurzer Zeit den Leuten helfen in der Führungsstruktur rein. Zum einen als Stabschef, zum anderen von einem Bereich, nicht vom ganzen Bereich, aber zum anderen in der Projektseite. Wir haben das ganze Spital bereit gemacht. Dort, es ist das Zentrumsspital, wie gesagt, für allenfalls einen Anfall, wie wir gedacht haben, es in Italien war. Und bei diesem Umstrukturieren habe ich aufgrund von meinen Kenntnissen und Erfahrungen relativ leicht können, dann noch Sachen planen und auch durchführen und erfolgreich umsetzen. Und das hat im Nachgang bei vielen Mitarbeitern im Spital eigentlich die Meinung über die Armee bestärkt oder verbessert. Dann muss ich sagen, auch Leute, die skeptisch waren, sind eigentlich dann überzeugt gewesen, dass die Ausbildung und die Erfahrung im Dienst einen Mehrwert gibt. Vor allem in so Krisensituationen. Die Schweizer Armee ist das Instrument der Schweizer Sicherheitspolitik, das da ist, das uns wirklich, wenn es wirklich schlimm kommt, helfen kann. Wir sind die Einzigen, die Gewalt anwenden können, wenn es notwendig ist, oder Gewalt abwehren können auf einer Eskalationsstufe, wie wir es jetzt leider sehen in der Ukraine. Ohne Schweizer Armee haben wir das Instrument nicht. Auf der anderen Seite ist die Schweizer Armee aber auch die letzte Reserve, strategische Reserve, wenn man so will, vom Land. Wenn es zu grossen Katastrophen kommt, zu Massnahmen oder Situationen, wo mehr Polizeikräfte brauchen, sind die Schweizer Polizeikonkordate innerhalb von kurzer Zeit ausgeschossen, wenn man so möchte. Die sind nach 24, 36 Stunden nicht mehr in der Lage, das grosse Ereignis zu bewältigen, rein von der Personalmenge her. Und dann sind wir eben die Sicherheitsreserve der Schweiz, die da ist, um das nachher quasi dann stemmen zu können.
wenn wir sagen, man braucht eine Armee, wie jetzt wir in der Schweiz haben, dann braucht es eine Artillerie. In einem klassischen Kampf, der auch hybrid sein kann, wie wir es jetzt leider wieder sehen, hat eine Armee keine Chance ohne Feuer, die auf grosse Distanzen wirken kann. Wir können mit unseren Geschützen auf 17 Kilometer wirken und dann den Gegner dort bekämpfen, relativ flexibel, weil wir einfach unsere Rohre richten auf das Ziel und dann nachher umschwenken können. Und das ermöglicht dann unseren Bodentruppen, die wir sonst haben, sich zu bewegen oder sich vom Gegner abzusetzen können, wenn es notwendig ist. Das heisst, wenn man sagt, es braucht eine Armee mit dem Zweck, um das Land verteidigen zu können, dann braucht es definitiv eine Artillerie heutzutage. Und das ist eine Grundsatzfrage, will man eine Armee oder nicht? Und wenn man eben eine Armee will, dann muss sie auch so ausgestattet sein, dass die Leute, die dort Dienst leisten und bereit sind, um auch, wenn sie muss, halt dann noch an der Gesundheit oder am Leben gefördert zu werden, noch die Mittel haben, um noch eine Chance haben, um das zu erledigen und auch den Auftrag zu erledigen. Für meine sogenannte Karriere habe ich sicher verzichtet auf viel Freizeit, viel Schlaf, viel Sport. Ich habe auch meine Familie ein bisschen verpasst im Alltag, denke ich, meine Neffen, Nichten, Gottenkinder. Und auch die Freunde sehr selten gesehen. Aber es ist nicht nur die Militärkarriere, es ist auch der Beruf als Chirurg, der sehr zeitaufwendig ist. Es ist ein Verzicht, der sich von mir aus gesehen schon lohnt, weil es einem höheren Zweck dienen tut. Was ich mir wünschen würde, wäre, dass die Leute merken, dass die Militärdienst machen, nicht irgendwelche Holzköpfe sind. Ich habe ganz viele tolle Leute getroffen, die sehr engagiert sind, auch wertebasiert wie ich als Arzt, die das Zeug aus Überzeugung machen und nicht, weil sie gerne Sachen in die Luft sprengen. Das ist bei uns, glaube ich, bei fast niemandem der Fall. Sondern es sind Bürger wie du und ich, die Dienst machen tun. Bürger und Bürgerinnen, das finde ich cool, wenn wir Frauen Dienst machen übrigens. Bürger und Bürgerinnen, die Dienst machen für die Sachen aus Überzeugung, zum Land zu schauen, um den Leuten Sicherheit zu geben und zu schauen, dass uns nichts Schlimmes passieren kann, wo wir dann noch unsere Freiheit verlieren oder unser Rechtssystem. Und ich hoffe, dass die Leute das ein bisschen mehr sehen oder? Und nicht einem einfach in eine Schublade tun, wenn jemand in Grün läuft. Vincent, Vincent. Vincent, alles Gute, gell? Aber wir sind nicht mehr Vincent, danke dir. Danke dir für alles. Das ist wirklich eine gute Zeit. Ganz würdig sein, danke vielmals, bedeutet mir viel, vor allem für die Leute und der Moment ist sehr speziell. Danke dir vielmals. Kevin?